Ich weiß, der Camembert sieht viereckig aus. Warum das so ist, darauf gehe ich gleich ein. Hallo, Nico hier. Schön, dich zu sehen. Ja, hier. So sieht der Camembert am zweiten Tag aus, bevor er in die Käsehöhle kommt, die bei mir so aussieht und bei dir wahrscheinlich nachher auch so ähnlich aussehen wird. Da kommt er jetzt gleich rein und dann wandert er in den Kühlschrank und reift da für die nächsten 4 bis 5 Wochen. Und bis das soweit ist, zeige ich dir, wie du Camembert selber machen kannst. Legen wir los. Ganz wichtig dabei ist die Hygiene. Desinfiziere als erstes alle Arbeitsgeräte, die mit der Milch bzw. dem Käse in Berührung kommen können. Ich verwende dafür Natriumdisulfid oder auch Natriummetabisulfid genannt. Das wird unter anderem auch als Antioxidant in der Weinproduktion verwendet. Zum Desinfizieren werden 50 Gramm Natriumdisulfid in 4 Liter Wasser aufgelöst, alle Geräte für 15 Minuten eingelegt und dann zum Abtrocknen auf ein Geschirrtuch gelegt. Die Menge der Desinfektionslösung musst du natürlich deinen Bedürfnissen anpassen. Die ganzen Gerätschaften abzukochen geht natürlich auch, aber bei der Menge und Größe ist eine Desinfektionslösung am besten. Ich erwärme hier 4 Liter pasteurisierte Vollmilch auf 32 Grad. In die Milch rühre ich Calciumchlorid ein, das ich kurz in etwas Wasser auflöse. Das Calciumchlorid hilft dabei, dass die Gallerte beim Gerinnen der Milch später fester und dadurch die Ausbeute größer wird. Dann brauchen wir eine Starterkultur, die mesophile Milchsäurebakterien enthält. Da ich hier in Thailand keine reinen Zuchtkulturen bekomme, verwende ich Buttermilch. Dann kommt noch Penicillium candidum in die Milch, das ist der weiße Edelschimmel, der auf dem Camembert wächst. Die Milch gut durchrühren, damit Milchsäurebakterien und Penicillium ordentlich verteilt werden. Die Milch dann für 90 Minuten ruhen lassen und die Temperatur dabei auf 32 Grad halten. Ich stelle den Topf dafür in den Backofen mit eingeschalteter Beleuchtung. Anschließend 2 Gramm flüssiges Lab in 60 Milliliter Wasser verdünnen und für 1 Minute in die Milch einrühren. Nicht länger, da die Milch bereits beginnt zu gerinnen und das wollen wir nicht zerstören. Mache beim Rühren kreisende und gleichzeitig Auf- und Abbewegungen, um das Lab gleichmäßig zu verteilen. Den Topf dann abdecken und die Temperatur weiter bei 32 Grad halten. Die Milch für ca. 1 Stunde reifen lassen. Nach einer Stunde teste ich die Milch auf einen sauberen Bruch. Dafür steche ich mit einem Messer in die Gallerte und drücke die Gallerte damit nach oben. Bildet sich dabei eine glatte, saubere Risskante, wie hier zu sehen, die Oberfläche platzt geradezu auf, dann ist die Gallerte bereit, geschnitten zu werden. Wenn nicht, lass die Milch weiter reifen und kontrolliere nach 30 Minuten nochmal. Die Gallerte anschließend mit einem langen Messer längs und quer und dann nochmal schräg in ca. 2,5 cm große Würfel schneiden. Den Käsebruch für 5 Minuten vorsichtig umrühren. Dabei wird der Käsebruch immer weiter zerkleinert. Den Käsebruch dann für 10 Minuten ruhen lassen. Dabei sinkt der Käsebruch auf den Boden. Ein feines Sieb in den Topf stellen und etwa 2/3 der Molke mit einer Kelle abschöpfen. Den nächsten Schritt führst du am besten auf der Abtropffläche vom Waschbecken durch oder wie ich hier auf einem tiefen Tablett. Die Käseformen auf jeweils eine Sushi-Matte stellen und den Käsebruch einfüllen. Wenn nicht alles hineinpasst, warte bis so viel Molke abgelaufen ist, dass wieder nachgeschöpft werden kann. Ich verwende hier meine Tofu-Pressen. Weil ich davon schon 4 Stück habe, wollte ich mir nicht noch extra runde Käseformen kaufen. Wenn du noch keine Form hast, empfehle ich dir aber, Käseformen zu verwenden, die oben und unten offen sind. Damit funktioniert das Abtropfen und Wenden, was als nächstes folgt, wesentlich einfacher. Sei so lieb und unterstütze mich und meinen Kanal beim Wachsen. Also ich meine, gut, ich bin eigentlich schon groß genug, aber mein Kanal. Und drück mal bitte ganz kurz auf den Daumen nach oben Knopf. Den Kanal zu abonnieren wäre natürlich auch großartig. Dankeschön! Den Käsebruch bei Raumtemperatur für 2 Stunden abtropfen lassen. Die Formen mit je einer Sushi-Matte abdecken, damit nicht irgendwelche ungewünschten Viecher in unseren Käse kommen. Ne? Also die Fruchtfliegen, die sind ganz wild da drauf. Nach 2 Stunden die Matten oben und unten festhalten und an die Form pressen. Die Formen nacheinander wenden und weitere 2 Stunden abtropfen lassen. Nach 2 Stunden die Formen wieder wenden und 2 Stunden abtropfen lassen. Dann den Käse behutsam aus den Formen stürzen,
Die Oberflächen und Seiten behutsam mit jeweils 1 Teelöffel Salz einreiben, den Käse wieder auf die Bambusmatte legen und die Form darüber stülpen, um zu verhindern, dass der Käse in die Breite verläuft. Den Käse in jedem Fall weiter über Nacht bei Raumtemperatur abtropfen lassen. Am nächsten Tag die Käse bei 12 bis 14 Grad und 85% Luftfeuchtigkeit in eine Reifekammer legen. Wenn du sowas nicht hast, davon gehe ich jetzt mal aus, eignet sich eine Dose oder Box mit Einlegeböden. Die Box in den Kühlschrank stellen und die Käse bei 12 bis 14 Grad reifen lassen. Wenn dein Kühlschrank sich nicht auf 12 bis 14 Grad einstellen lässt, funktioniert es auch bei normaler Kühlschranktemperatur. Das ist so um die 5 Grad. Es dauert dann halt etwas länger, bis der Schimmel zu wachsen beginnt. Ich habe mir einen gebrauchten Kühlschrank gekauft und zu einer Reifekammer umfunktioniert, in der ich Temperatur und Luftfeuchtigkeit regeln kann. Wie ich das gemacht habe, zeige ich ganz am Ende vom Video, falls du wissen möchtest, was ich dafür verwende. Am nächsten Tag die Käse aus der Box nehmen und abgetropfte Flüssigkeit und Kondenswasser abtrocknen. Den Käse wieder in die Box legen und für 5 bis 8 Tage in den Kühlschrank stellen. Nach 5 bis 8 Tagen sollte der erste Schimmel auf der Oberfläche gewachsen sein. Den Käse dann umdrehen und zurück in die Reifebox legen. Wieder in den Kühlschrank stellen und für 5 bis 10 Tage reifen lassen. Die Zeit hängt davon ab, wann der Käse komplett mit einer Schimmelschicht bewachsen ist. Das ist nach etwa 5 bis 10 Tagen der Fall. Den Käse dann aus der Reifebox nehmen und in Wachspapier einwickeln. Lege deinen Camembert dafür wieder in deine Reifebox zusammen mit einem feuchten Küchentuch. Tausch das Küchentuch regelmäßig aus, also mach es wieder feucht oder nimm neues, um die Luftfeuchtigkeit weiter hochzuhalten. Die Käse für weitere 2 bis 3 Wochen bei 12 bis 14 Grad und 85% Luftfeuchtigkeit reifen lassen. Hier ist er, unser Camembert. Den habe ich jetzt schon vor, wann habe ich den rausgeholt? Oh, ich glaube um 5. Jetzt ist es 6:20 Uhr, also morgens. Es sind schon 30 Grad, darum habe ich mir gedacht, ich fange mal ein bisschen früher an. Wie man sehen kann, mir ist auch schon leicht warm. Ja, der Käse schwitzt, glaube ich, auch schon. Ich packe den jetzt einfach mal aus. Also hier habe ich den in der Mini-Käsehöhle. Den habe ich jetzt so gelassen, wie man sieht, da hat sich auch Kondenswasser gebildet. Interessanterweise, also in meinem Kühlschrank-Setup, das zeige ich jetzt nochmal, also hier nach, da hat eine Luftfeuchte von ungefähr 80, 85, teilweise 90 Prozent geherrscht. Wenn ich jetzt hier so drauf drücke, muss ich sagen, der Käse ist wesentlich trockener als der jetzt hier in der Box ist. Ich hole dich mal raus. So, mal beiseite schieben. Also, auspacken. Angucken. So. Das ist ein bisschen feucht geworden. Oh ja. Ich würde sagen, ich schneide einfach mal rein, ne? Dann wissen wir es. So. Da. Optisch. Aha. So, also. Ein Blick in die Kamera, bitteschön. Das riecht völlig anders als das. Wie gesagt, das ist weicher, aber es ist zu feucht. Also es war zu feucht hier drin. Man lernt nie aus. Also das hat doch eher die Konsistenz von Camembert. Der ist mir jetzt hier zu feucht, auch die Oberfläche ist feucht. Ist also nicht so eine 100%ig gute Idee, beziehungsweise man muss wahrscheinlich, das habe ich jetzt irgendwie total vergessen,
die Dose einfach jeden Tag aufmachen und den Käse wenden, um einfach ein bisschen Feuchtigkeit entweichen zu lassen. Der ist jetzt zu nass geworden und riecht auch, wie gesagt, jetzt nicht so besonders. Ich probiere lieber mal den hier. So. Ja. Ich bin total überrascht. Das schmeckt richtig lecker. Das schmeckt richtig lecker. Ich probiere jetzt aber trotzdem noch mal hier. Nur, weil der jetzt ein bisschen feucht ist, heißt ja noch lange nicht, oh. Oh, das ist richtig lecker. Oh. Also ich bin total überrascht, total cremig. Und so ein leichter, säuerlicher, cremiger. Und dieses Milcharoma. Oh, das ist mega lecker, ey. Also hätte ich die Dose jetzt jeden Tag aufgemacht, einfach um ein bisschen die Feuchtigkeit entweichen zu lassen. Das wäre hier der absolute Gewinner. Also auch wenn der jetzt nicht so toll aussieht, aber ja, so kann man sich täuschen. Also so oder so. Es funktioniert. Camembert kann man zu Hause selber machen. Das war jetzt ganz schön lange. Darum verabschiede ich mich jetzt einfach an dieser Stelle. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Entschuldigung für den Hund, den kann ich nicht abschalten in diesem Video oder in diesem Video hier. Der hat Hunger, also der hat Hunger. Nur die Nachbarn, die schlafen gerne ein bisschen länger und dann muss der Hund sich bemerkbar machen. Also, das gesagt. Ich verabschiede mich. Dankeschön nochmal fürs Einschalten. Nico ist weg. Tschüss. Hier. Halt, stopp. Hier. Kann man mehr selber machen können. Das ist ein ziemlich cooles Experiment. Das macht echt Spaß. Und wie gesagt, das ist super lecker. Ich bin total überrascht. Ausprobieren gehen. Tschüss. So, jetzt habe ich es ja oft genug erwähnt. Das ist mein Setup für den gebrauchten Kühlschrank. Ich habe hier 2 Steckdosen, die ich über WLAN steuern kann. Eine Steckdose schaltet den Kühlschrank ein und aus, die andere den Luftbefeuchter. Der Temperatur- und Luftfeuchtesensor hier dient dabei als Auslöser. Die verwendeten Produkte sind von Xiaomi und werden über die Mi Home App gesteuert. Wenn es dich interessiert, Links zu den Produkten habe ich unterhalb vom Video in der Infobox. Lies dir dazu bitte auch meinen Beitrag auf der Homepage durch. Der Link ist gleich daneben. Und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß beim Camembert machen. Tschüss. Dankeschön.